Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wer uns schon länger verfolgt, ganz am Anfang von unseren YouTube-Videos habe ich mal angefangen mit diesen Funkmikros zu filmen und wir hatten in der letzten Zeit immer mega Probleme mit unserem Puschelmikro, weil jetzt ist es auch gerade wieder windig und dann hast du immer die Windgeräusche gehört und deswegen probieren wir es jetzt einfach mal mit denen. Ich hoffe, der Ton ist heute gut. Es geht weiter. Wir haben ja 2 neue Japan-Importe bekommen. Um einen davon geht es heute, aber nicht um das Z3M Coupé, aber trotzdem wollte ich euch den nochmal gerne zeigen. Ich habe den euch ja schon von unten gezeigt und wenn der fertig ist, habe ich mir gedacht, zeige ich ihn euch dann nochmal, weil jetzt sind wir ja gerade dabei, das Auto für den Kunden aufzuhübschen. Ihr seht schon, gerade jetzt hier an der Motorhaube, da hat sich wahrscheinlich mal jemand mit Polieren ein bisschen geübt und es ist leider nicht so gut geworden. Deswegen wird einmal die Haube neu lackiert. Wir haben auch schon die Embleme, die Nieren, die Scheinwerfer und die Seitenzierelemente entfernt, damit die komplette Haube lackiert werden kann. Ihr seht ja, das ist wirklich komplett eins, die Haube. Und damit er auch so einen frischen Look erhält, ich kann mal euch die Scheinwerfer kurz zeigen. Schaut euch mal an, die sind schon vergilbt und leicht blind. Das schaut halt auch einfach nicht mehr so schön aus. Ich kann das auch euch mal ranhalten. Wenn man das halt alles einmal tauscht und einmal schön macht, dann sieht das Auto gleich optisch viel frischer aus und viel ansprechender und auch extra für den Kunden. Das einmal, das kommt mir alles angeflogen, dass halt einmal alles schön ist. Kommt mal her, ich zeige euch gleich mal noch kurz die Innenausstattung vom Z3M Coupé. Ich glaube, das ist jetzt was für richtige Liebhaber. Wir haben hier, ich denke, es wird Kaminrot sein, was sich hier an den Seitenwangen vom Auto entlang zieht. Dann haben wir hier einmal, geht es komplett über die Mittelkonsole, über das Armaturenbrett und dann entlang nochmal den Türverkleidung. Ich finde es schön, ist natürlich wieder Geschmackssache. Der Kunde wollte es genauso haben und ja, ich feiere das Auto. Es fährt sich richtig, richtig toll. Und das Auto werden wir aber im nächsten Video euch zeigen. Ich hatte mir nämlich so gedacht, ich zeige euch das Auto, wenn es wirklich einmal fertig ist. Und jetzt zeige ich euch ein ganz besonderes Fahrzeug und dann gehen wir mal in die Werkstatt. Hier am E39 können wir es einmal ganz schön sehen, was so neue Scheinwerfer beim Auto ausmachen. Sieht gleich optisch viel schöner aus, wenn die Scheinwerfer wieder gut sind. Um dieses wunderschöne Kfz geht es heute. Ich muss bloß den M3 Touring rausfahren. Ihr habt richtig gehört, das ist ein M3 Touring. Da ist alles von einer M3 Limo in den Touring reingeflossen. Also so hätte das Auto quasi mal von Band laufen können. Falls euch das interessiert, ich kann euch das gerne mal in einem Video vorstellen. Das ist nämlich jetzt auch ein 3,2 Liter Handschalter. Innen wie außen sehr schönes, top gepflegtes Auto. Ist schon schön. Ich fahre den jetzt mal raus, damit wir uns den jetzt als allererstes mal von unten anschauen können. Dann schauen wir uns den von oben an und dann fahren wir mal eine kleine Runde. Hier haben wir das Auto, um was es sich heute dreht. Ein Japan-Import 3er Golf VR6 aus dem Baujahr 1996. Den schauen wir uns jetzt zusammen mal von unten an, denn in der Qualität, wie das Auto hier ist, findet man leider irgendwie aktuell ziemlich selten. Und da können wir gleich mal hier hinten starten. Schaut euch alleine jetzt mal schon die Ankerbleche an. Das ist alles noch wie vom Band. Dieses Auto wurde auch schon werkseitig. Das könnt ihr auch an manchen Stellen sehen. Hier tropft noch schön das Wachs raus. Also der ist wirklich rosttechnisch von unten richtig gut beieinander, gerade jetzt auch der Hinterachsträger. Ich meine, hier haben wir schon so ein bisschen Flugrost, aber kann man eben nicht verübel nehmen, dafür kann das Auto ja nichts. Dann können wir ja gleich mal auf der Seite noch schauen, gerade das Wagenheberaufnahmen, die Schweller, das ist ja auch immer mal gerne das, was bei den Autos gern rostet, auch beim E36. Hier haben wir jetzt gerade mal so einen Stopfen rausgemacht, dass ihr auch wirklich mal reinschauen könnt. Ja, ich hoffe, man bekommt so ein bisschen auf die Kamera, so ein bisschen schwierig da rein zu filmen. Hätte man vielleicht mit einem Endoskop machen müssen. Kannst du auch machen,
Ja, dann machen wir das gleich mal. Softwareraum rechts im Regal. Hol ich. So, ich hoffe, ihr könnt es jetzt dann auf der Kamera gut erkennen. Ich werde mal kurz die Kamera halten. Oh, schneller. Ja, also da kann man sehr gut erkennen, dass da kein Rost ist. Auf der anderen Seite noch. Wie neu. Schau mal, der Stopfen. Ja. Krass. Gleich mal noch ein paar Fotos machen für den Besitzer, Ja. wenn er den gleich abholt. Ich denke, Dass er auch weiß, dass die Schweller innen schön da ausschauen. wird sich jemand freuen. Ja. So, wieder beiseite. So, wieder schön viel Platz haben. Schauen wir uns gleich vorne bei der Vorderachse noch um, wie es hier ausschaut. Selbst der Stabi, die Lenker. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt hochschauen könnt. Die Stoßdämpfer. Die Antriebswellen ist übrigens ein Frontantrieb. Stoßdämpfer machen wir halt so halbe Höhe. Ja, ich denke auch. Aber hier, selbst wenn ihr euch den Motor mal von unten ausschaut, ich meine natürlich hier, klar, schwitzt er ein bisschen, aber da kannst du einfach nichts dazu sagen. Wir haben nichts von unten sauber gemacht. Der kam so, wie er jetzt hier dasteht, so kam der aus Japan. Wir haben natürlich von oben mal einmal runtergewaschen, weil die Autos stehen ja auf dem Schiff und sind dann, ja, haben Salzwasser drauf und Dreck und da wascht man sie dann schon einmal runter, dass wenn der Kunde kommt, dass er wenigstens mal ein ordentliches Auto sieht. Aber von unten haben wir gar nichts gemacht. Also jetzt lassen wir mal ganz kurz runter. Dann gehen wir mal gleich auf die andere Seite. Ihr seht auch noch, das ist der Originallack. Er hat eine kleine Macke, ja, aber schaut euch mal alleine die Nebler an, die Scheinwerfer, wirklich die komplette Front ist so gut wie kein Steinschlag drauf und das für Baujahr 96, das ist schon, da hat jemand sein Auto ordentlich gepflegt, aber ich glaube auch ab 96 sind die von der Karosse her auch besser geworden. Davor haben sie auch gerne mal gerostet, jetzt gerade so an den Schwellern, weil sich hier hinter dem Spritzschutz gerne mal Laub, Dreck und Wasser, die Feuchtigkeit hält sich dann halt hier drinnen und dann fängt er an von innen nach außen durchzublühen. Schweller sind auch halt immer mal ein Problem. An den Türkanten unten die Türfalz rostet auch mal gerne. Ich will ihn aber jetzt nicht schlecht reden. Ich habe nur gesagt, was beim Dreier Golf. Du kannst auch an dem Auto gar nicht. An dem Auto kann man definitiv gar nichts schlecht reden, weil da gibt es nichts schlecht zu reden. Ich wollte nur mal euch sagen, was halt der Golf 3 immer mal so für kleine Schwachstellen hatte. Dämpfer schauen auch aus wie neu. Was auch ganz besonders ist, ich glaube, ich erzähle schon wieder ziemlich viel hier bei dem Auto, aber das fasziniert mich einfach mega. Der hat seine ersten Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremssättel noch drauf und das ist einfach Faszination pur, weil wo findest du noch so ein Auto in so einem Zustand? Klar gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, aber da bezahlst du bestimmt auch richtig viel Geld. Aber ich glaube, an dem Auto werden euch zwei Sachen nicht gefallen, bestimmt. Das zeige ich euch aber nachher. Ihr könnt da auch noch mal sehen, hier unten an der Türfalz, hier ist nichts, wirklich gar nichts. Auch hinten Heckklappe haben wir auch immer mal das Problem beim Dreier Golf, dass die halt auch gerne rosten, gerade auch oben. Das werde vielleicht gerade besser sehen als ich. Ja, am besten wir lassen den einfach noch mal runter und schauen uns das Auto. Von unten sind wir ja eigentlich fertig. Ich denke, ihr konntet jetzt gut erkennen, wie gut das Auto von unten ausschaut. Zwei Sachen, die euch vielleicht am Auto jetzt nicht so gut gefallen werden, die aber jetzt für einen Käufer keine Rolle gespielt haben, weil das Auto sollte halt in einer super Qualität sein und das ist es von der Substanz her. Es ist halt ein Rechtslenker und eine Automatik. Und ein Tamagotchi. Ja, der macht immer ein paar witzige Geräusche, wenn der Schlüssel noch drin steckt. Ich weiß allerdings nicht, was der Besitzer damit vorhat, weil die meisten bauen ja dann VR6 auf Turbo um und dann, wenn es eine Automatik ist, meistens noch auf Schalter, aber ich weiß ehrlich. Hast du schon fast erraten? Ich habe schon fast erraten. Ja, irgendwie. Also das ist ein Linkslenker-Handschalter. Man konnte es ja eigentlich schon. Siehst du? Jetzt wollte ich die Motorhaube aufmachen. Es ist einfach. Ich glaube, wenn ich einen Rechtslenker fahren würde, ich würde prinzipiell immer auf der linken Seite einsteigen wollen. Ist dir das auch schon passiert, dass du dann auf der falschen Seite eingestiegen bist? Jedes Mal, wenn ich drüber raus reinfahre, laufe ich auf die falsche Seite. Ja, das ist etwas ungewohnt. Schauen wir uns gleich mal zusammen den Motorraum an. Hier haben wir das Herzstück, den VR6 Motor mit 2,8 Liter Hubraum, 174 PS und 235 Newtonmeter.
Falls ihr noch nicht gesehen habt, wie so ein VR-Motor aufgebaut ist, es sind so Merkmale, es ist kein V-Motor und es ist kein Reihenmotor. So ein bisschen die beiden Merkmale von den Motoren vereint. Wir können ja mal ein Bild einblenden und wir können uns jetzt gerne auch nochmal zusammen den Motorraum anschauen, hier gerade an den Domen. Das schaut alles wirklich aus, als wäre das Auto, natürlich, er ist jetzt gerade nicht sauber. Man könnte ihn nochmal trocken eisstrahlen, dann denke ich, dann würde das wahrscheinlich auch im Motorraum ausschauen wie neu. Aber hier könnt ihr sehen, die Schrauben von den Kotflügeln, die waren auch alle noch nie offen gewesen, so wie das ausschaut. Wir können auch mal den Öldeckel einmal runter machen. Schaut auch nicht nach Kurzstrecker aus. Vielleicht haben wir ja noch das Vergnügen, dass wenn er umgebaut ist, dass wir ihn dann euch vielleicht auch noch mal zeigen können. Das wäre ja was. Stellen wir ihn mal auf die Wendeplatte, weil mir ist nämlich gerade aufgefallen, ich glaube, ich habe euch den Innenraum noch gar nicht gezeigt. Und deswegen fahren wir den jetzt mal auf die Wendeplatte, weil hier drin ist das Licht immer nicht so schön. Und dann zeigen wir ihn euch mal von innen. Man kann auch direkt bei den Fußmatten anfangen. Schaut euch mal an, in was für einem guten Zustand die sich befinden. Das schaut in dem Auto aus, als wäre es gerade frisch vom Band gelaufen. Die Sitze, wir haben selbst jetzt an der Fahrerseite, an den Einstiegen keine Risse, keine Löcher. Der Stoff sieht tipptopp aus. Dann könnt ihr auch mal hier schauen, die ganzen Bedienelemente, 4x elektrische Fensterheber, die Drehregler, die sehen alle noch unberührt aus. Das Einzige, was so ein kleines Manko ist, ist der Himmel, der sich hier leider schon ein bisschen löst. Ihr könnt euch auch die Einstiegsleisten anschauen oder die Scharniere. Das ist alles in einem super Zustand. Die Rückbank, ich glaube hier hinten auf der Rückbank, sieht so aus, als wenn da noch nie jemand drauf gesessen hat. Und wir können uns auch dann gerne gleich noch den Kofferraum einmal zusammen anschauen und auch mal die Ersatzradmulde. Ja, gerade hier haben die Dreier Golfs auch immer mal so das Problem, dass sie halt gerne mal anfangen zu rosten, aber ihr seht, da ist überhaupt nichts. Kofferraum und schaut euch das einmal an. Vor allem hier. Hier haben wir noch dann die Fahrgestellnummer stehen auf dem Aufkleber. Also bei dem Auto, denke ich, wird sich der Besitzer sehr darüber freuen. Das wird ein richtig cooles Projektauto. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, drehen wir mal eine Runde. Auch cool, hier habt ihr noch den originalen Serviceaufkleber, der ist sogar auch noch drauf. Und jetzt starten wir ihn mal und drehen mal eine Runde. Wie ist es eigentlich so auf der Beifahrerseite zu sitzen, weil da ist ja auf einmal nichts. Ich hoffe, das geht jetzt hier mit meinem Mikro. Gerade im deutschen Verkehr. Weil ich will immer auf der richtigen Seite einsteigen. Mit links die Elemente so bedienen. Ja, also ich glaube, Schalter zu fahren wäre nochmal eine ganz andere Nummer. Also gerade wenn du so um die Kurve rumfährst, das ist mit einem Rechtslenker komplett ungewohnt. Alle auf den ersten Metern. Du hörst nichts klappern, hier rasselt nichts, hier ist nichts ausgeschlagen. Das fährt sich super für das Alter. Ja, man merkt auch, der schaltet die Gänge echt sauber und schön durch. Man könnte meinen, man macht jetzt gerade 1996 die erste Probefahrt mit dem VR6. Es macht wirklich Spaß, mit dem Auto zu fahren. Wenn wir jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf der Kamera so rüberkommt, weil ich das Mikro ja jetzt gerade am Hals habe. Aber man hört deutlich den charakteristischen Klang vom VR6 raus. Vielleicht stellen wir uns gleich auch einfach mal nochmal hinter das Auto und machen für euch noch ein paar Klangaufnahmen von außen und von innen, dass ihr den jetzt auch nochmal im kompletten originalen Zustand hört, wie der VR6 sich von außen anhört beim Fahren und im Stand. Und dann würde ich sagen, geht da mal hinter und hört euch das mal an.
wär's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video zum Dreier Golf VR6 gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen noch habt, könnt ihr mir das gerne wieder unten in die Kommentare schreiben. Ihr könnt ja auch mal gerne sagen, wie ihr ihn fandet, vom Zustand vom Auto. Ob er sagt, ja, hätte ich auch genommen oder, nee, Rechtslenker-Automatik ist jetzt nicht so meins. Würde mich mal interessieren. Lasst mir gerne wieder einen Daumen nach oben da, da würde ich mich verabschieden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!